Und bis es mit Herrn Söder soweit ist, schauen wir noch mal auf ein anderes Interview. Auf dem Parteitag hat mein Kollege Marco Reinke mit CDU-Bundesvorstandsmitglied Serap Güler gesprochen. Hören wir noch mal rein. 3 Wochen vor der Wahl trifft sich die CDU zum großen Parteitag. Darüber möchte ich sprechen. Bei mir ist die Bundestagsabgeordnete Serap Güler. Ich grüße Sie ganz recht herzlich. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Frau Güler, das ist natürlich jetzt 3 Wochen vor der Wahl hier nicht das Forum, um noch mal den grundsätzlichen Kurs zu hinterfragen. Also geht es hier darum, sich heute noch mal einzustimmen vor der Wahl? Es geht heute darum, auch unsere 15 Punkte im Sofortprogramm vorzustellen, damit am 23. Februar die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes wissen, was sie bekommen, und zwar ziemlich schnell, wenn sie die CDU wählen. Darum geht es auf diesem Parteitag. Sie sagen, damit die Bürgerinnen und Bürger wissen, was sie bekommen, aber sicherlich dürfte die letzte Woche bei vielen auch Fragezeichen hinterlassen haben, vor allem wenn es um das Thema Koalitionen geht. Ihr Generalsekretär hat ja eine Minderheitsregierung ausgeschlossen, die Schwesterpartei will nicht mit den Grünen, die FDP steht als Partner nicht zur Verfügung. Kommen Sie noch mit der SPD zusammen? Das wird sich nach der Wahl zeigen. Ich glaube, die SPD wird nach der Wahl auch sehen, wenn sie noch dieses Land mitgestalten möchte, dass sie keine andere Option hat. Und was die Aussagen zu den Grünen betrifft, sagen wir auch klar, unser Fraktions- und Parteivorsitzender Friedrich Merz, dass über Koalitionen nach einer Wahl gesprochen wird. Das, was hier heute und auch in den letzten Tagen auch ganz klar, aber auch als Kommunikation aus Aussage gesagt wird, ist, dass eine Koalition definitiv nicht in Frage kommt, und das ist die mit der AfD. Was bleibt jetzt eigentlich von der letzten Woche? Hat Ihre Partei aus Ihren Augen da eher Schaden genommen oder haben Sie da einen Fortschritt gemacht und eher noch mal im Wahlkampf einen Bonus geholt? Ich glaube, es ist wichtig, noch mal zu betonen, die CDU, die Unionsfraktion, kommt alleine nicht auf eine Mehrheit mit der AfD. Insofern lassen wir uns da auch nicht einschränken, eigene Ideen, Lösungsansätze, Lösungsvorschläge ganz konkret in den Bundestag einzubringen, gerade nach so einem schrecklichen Attentat, wie das in Aschaffenburg der Fall war. Weil ganz viele Menschen eben nach Aschaffenburg auch zu uns gekommen sind und gesagt haben, keine Worte der Betroffenheit mehr, keine Worte des Beileids mehr, macht einfach endlich was. Und genau das haben wir letzte Woche getan. Und insofern, ich habe am Wochenende in Köln ganz viel Zuspruch erfahren. Es gab auch Menschen, die gesagt haben, die machen sich Sorgen, die aber gekommen sind, um mit uns an den Ständen zu sprechen. Und nochmal, es war ganz, ganz viel Zuspruch dabei. Und insofern war das letzte Woche auch das richtige Zeichen. Noch eine abschließende Frage. Es geht ja hier heute auch darum, quasi diese Asylpläne, die letzte Woche im Bundestag debattiert wurden, noch einmal gemeinsam ja auch zu beschließen. Sehen Sie da jetzt eigentlich überhaupt noch eine Chance, da möglicherweise dann auch mit der SPD oder den Grünen zusammenzukommen? Weil es hörte sich alles ziemlich absolut an, zumindest in meinen Augen. Und am Ende dürfte es ja darum gehen, auch in Ihrem Interesse, die dann umzusetzen. Aber sehen Sie da überhaupt noch eine Chance, dass das passieren kann nach der Wahl? Also ich kann uns wirklich allen als Demokraten allen nur raten, vielleicht auch einen Gang runterzuschalten, weil man muss sich nach der Wahl tatsächlich in die Augen schauen können. Und es sind letzte Woche einige Vorwürfe gefallen, die einem das schwer machen, aber ich glaube, es ist noch nicht zu spät dafür. Und Sie haben Grüne und SPD angesprochen. Mit den Grünen wird es wirklich schwer, was das Thema Migration betrifft, gar keine Frage. Aber gerade mit der SPD, und das ist das Absurde an der Sache, die Vorschläge, die wir letzte Woche gerade mit dem Gesetz eingebracht haben, sind auch Vorschläge, die die SPD in ihrem Wahlprogramm aufführt. Deshalb ist das Ganze so absurd. Aber ich hoffe sehr, dass wir alle in der Lage sein werden, uns nach der Wahl in die Augen zu schauen, uns dann gemeinsam hinzusetzen und das Beste für dieses Land gemeinsam eben auch rauszuholen. Frau Güler, ganz herzlichen Dank für das Gespräch am Rande dieses Parteitags. Gerne. Dankeschön.